In meiner künstlerischen Praxis arbeite ich überwiegend mit dem Medium Film und Fotografie. Und ich bin immer daran interessiert, zwischen dieser Schnittstelle von Beobachtung und Inszenierung zu arbeiten, also eine Art Konstruktion herzustellen durch den Blick der Kamera. Oftmals arbeite ich auch stark mit Auslassung, also Dinge auch ganz klar außerhalb des Bildraums zu lassen und damit eine eigene Narration zu schaffen, also die sich auch ein Stück weit entfremdet oder verschiebt zu dem, was eigentlich in der Realität passiert. In den Deichtorhallen zeige ich 2 Filmarbeiten, einmal Vidoulet und Koro. In Vidoulet geht es um eine Gruppe von Jugendlichen, die in Südfrankreich ein Ritual praktizieren. Man sieht eigentlich immer diesen Moment zwischen der wartenden Haltung und aber auch immer wieder Momente von Angst und Euphorie, also dass sie auf etwas reagieren. Aber ich zeige das Verhalten der Jugendlichen ohne das Verhältnis, zu dem sie agieren. Und das wird auch bis zum Schluss des Films nicht aufgelöst. Dadurch versuche ich auch, die Perspektive des Betrachters ein Stück weit dahingehend zu öffnen, dass man vielleicht auch anders über die ganze Situation nochmal nachdenkt, also diesen Möglichkeitsraum ein Stück weit zu eröffnen. Ein weiteres wichtiges Mittel meiner Arbeitsweise ist der Sound. In diesem Fall wurde er komplett im Nachhinein künstlich erzeugt mit Steffen Martin zusammen. Wir arbeiten ganz stark mit Folies, also Nachinszenierung von gewissen Sounds. Die ganze Situation vor Ort ist oft mal etwas, was ich ganz gern rausnehmen möchte oder entfiltern möchte von der eigentlichen Situation. Und da versuchen wir eigentlich immer eine Art Künstlichkeit auch mit in den Sound einzunehmen. Bei Koro geht es um Wildpferde, die ich in Galizien gefilmt habe. Und es gibt ein bestimmtes Dorf dort, was seit schon über 350 Jahren Ritual praktiziert, wo sie die Wildpferde aus der Region einmal im Jahr kollektiv mit der ganzen Dorfbevölkerung sammeln, um sie dann alle ins Tal zu führen und über 3 Tage lang so einen Scherungsprozess durchzuführen, wo die Mähne und der Schweif geschnitten wird. Was mich daran interessiert hat, war vorwiegend der Umgang der Menschen mit den Tieren, weil für mich sich da sehr klar transformiert, was das eigentlich auch über die Menschen aussagt. Da ist sehr oft eine Identifikation oder auch Liebe zu den Tieren oder Fürsorge auch mit drin, aber auf der anderen Seite auch eine ganz klare Macht und Dominanz. Die Installation ist so aufgebaut, dass man erstmal, wenn man reinkommt, auf eine längere Struktur zuläuft und man eigentlich hinter der Struktur erst die Projektion sieht. Jede Art von Domestizierung beginnt eigentlich mit einer Eingrenzung, mit einer Umzäunung. Und das versuche ich ein bisschen mit aufzugreifen und aber auch die Filme nochmal in den Raum, in eine andere plastische Situation zu bringen, dass sie mehr was Skulpturales fast bekommen, wo man auch drum herum laufen kann. Ich habe eine Vorstellung am Anfang und wenn ich dann da bin und wirklich filme, kommt nochmal ganz neues Material dazu, weil ich halt nichts inszeniere vor der Kamera, sondern eigentlich immer darauf angewiesen bin, was einfach passiert und darauf zu reagieren.